Hallo zusammen, ich bin Marlin. Heute tauchen wir tief in die Welt der Ugenese und des Menstruationszyklus ein. Bevor wir loslegen, denkt daran, abonnieren, liken, die Glocke aktivieren und teilen. Das bedeutet mir unglaublich viel. Also, lasst uns keine Zeit verschwenden und direkt starten. Fangen wir mit einer Einführung an. Die Ugenese ist der faszinierende Prozess, bei dem weibliche Keimzellen, also Eizellen, gebildet werden, und der Menstruationszyklus ist der rhythmische Ablauf, der den weiblichen Körper auf eine mögliche Schwangerschaft vorbereitet. Die Ugenese beginnt bereits im Embryonalstadium und erstreckt sich über das gesamte reproduktive Leben einer Frau. Der Menstruationszyklus hingegen ist ein etwa 28-tägiger Zyklus, der von Hormonen gesteuert wird und mehrere Phasen umfasst. Heute erklären wir alles Schritt für Schritt, von der Entstehung der Eizellen bis hin zu den Veränderungen im Uterus. Jetzt wird's spannend. Die Ugenese im Fokus. Die Ugenese ist der Prozess der Eizellenbildung und beginnt im Fötus. Primäre Oozyten entstehen aus Oogonien durch Mitose und diese Zellen treten in die Meiose ein, pausieren aber in der Ersteprophase bis zur Pubertät. Mit jedem Menstruationszyklus wird ein primärer Oozyte aktiviert, durchläuft die erste Meiose und bildet einen sekundären Oozyten sowie ein erstes polares Körperchen. Dieses polare Körperchen dient dazu, überschüssiges genetisches Material abzugeben, damit die Eizelle die richtige Chromosomenzahl erhält. Nach dem Eisprung setzt der sekundäre Oozyte die zweite Meiose fort, aber nur, wenn eine Befruchtung stattfindet. Dabei entsteht die reife Eizelle und ein zweites polares Körperchen. Der Grund für die polaren Körperchen ist die asymmetrische Zellteilung, die sicherstellt, dass die Eizelle genügend Zellplasma und Nährstoffe für eine mögliche Schwangerschaft erhält. Am Ende entsteht pro Zyklus nur eine funktionsfähige Eizelle, was die Ugenese so besonders macht. Es gibt Pausen in der Meiose, die durch hormonelle Signale gesteuert werden, und der gesamte Prozess ist unglaublich präzise. Für die Unterschiede zur Spermatogenese schaut euch mein Video dazu an. Klickt auf das kleine schwarze Kästchen oben auf dem Bildschirm. Weiter geht's mit den Follikeln und ihrer Rolle. Follikel sind die Strukturen im Eierstock, die die Eizellen umgeben und sie während der Ugenese unterstützen. Primordiale Follikel entstehen bereits im Fötus und bleiben bis zur Pubertät inaktiv. Mit jedem Zyklus werden einige dieser Follikel aktiviert und entwickeln sich zu primären, dann sekundären Follikeln, wobei sie Flüssigkeit ansammeln und eine Schicht aus Granulosazellen bilden. Schließlich bildet sich ein dominanter Follikel, der sogenannte Graph-Follikel, der die reife Eizelle enthält. Die anderen Follikel gehen in der Regel zugrunde. Der Eisprung ist der Moment, in dem der Graph-Follikel platzt und die Eizelle freisetzt. Danach verwandelt sich der Follikel in den Corpus luteum, der Progesteron produziert, um die Gebärmutter vorzubereiten. Wenn keine Schwangerschaft eintritt, wird der Corpus luteum zum Corpus albicans, einer narbenartigen Struktur. Jeder Follikeltyp hat eine spezifische Funktion und ist eng mit den Stadien der Ugenese verknüpft. Lasst uns nun die hormonelle Steuerung betrachten. Die Hormone LH und FSH spielen eine Schlüsselrolle im Eierstock und in der Gebärmutter. FSH, das follikelstimulierende Hormon, fördert das Wachstum der Follikel und die Reifung der Eizelle. LH, das luteinisierende Hormon, löst den Eisprung aus und unterstützt die Bildung des Corpus luteum. Diese Hormone werden von der Hypophyse produziert, die wiederum vom Hypothalamus durch das Gonadotropin-Releasing-Hormon, abgekürzt GnRH, gesteuert wird. Es gibt ein komplexes Feedbacksystem. Hohe Östrogen- und Progesteronspiegel hemmen oft die Freisetzung von LH und FSH, was als negatives Feedback bekannt ist, während ein Östrogenpeak kurz vor dem Eisprung einen LH-Anstieg auslöst, was als positives Feedback bezeichnet wird. Dieses Zusammenspiel sorgt dafür, dass der Zyklus präzise abläuft und die Eizelle zum richtigen Zeitpunkt freigesetzt wird. Jetzt wird's richtig ausführlich. Hormone, Eisprung und der Menstruationszyklus im Detail. Der Menstruationszyklus besteht aus 3 Hauptphasen: der Follikelphase, dem Eisprung und der Lutealphase. Wie bereits erwähnt, beginnt die Follikelphase von Tag 1 bis 14 mit einem Anstieg von FSH, das das Wachstum mehrerer Follikel anregt. Ein dominanter Follikel entsteht, der Östrogen produziert, was die Gebärmutterschleimhaut, also das Endometrium, aufbaut. Diese Phase wird als proliferative Phase des Uteruszyklus bezeichnet. Der Eisprung wird durch mehrere Faktoren beeinflusst. Der Östrogenpeak um Tag 12 bis 14 ist entscheidend, da er ein positives Feedback auf die Hypophyse auslöst und einen starken LH-Anstieg verursacht.
Dieser LH-Peak ist der Hauptauslöser des Eisprungs, bei dem der Graph-Follikel platzt und die Eizelle freisetzt. Andere Faktoren, die den Eisprung beeinflussen, sind Stress, Ernährung, Körpergewicht und hormonelle Störungen wie das polyzystische Ovar-Syndrom, abgekürzt PCOS, die das Gleichgewicht von LH und FSH stören können. Auch die Aktivität des Hypothalamus, der GnRH freisetzt, ist entscheidend. Störungen durch Schlafmangel oder intensive körperliche Belastung können den Eisprung verzögern oder verhindern. Nun zu den direkten Wirkungen der Hormone. FSH stimuliert direkt die Follikelreifung, indem es die Granulosazellen im Follikel zur Teilung anregt und die Östrogenproduktion fördert. LH wirkt direkt auf den dominanten Follikel, indem es die Meiose I abschließt, die Follikelwand schwächt und Enzyme freisetzt, die den Follikel zum Platzen bringen. Außerdem fördert LH die Bildung des Corpus luteum. Die Hauptwirkungen der Hormone sind wie folgt. FSH ist Essenziel für das Follikelwachstum und die Östrogenproduktion, ohne die kein dominanter Follikel entstehen würde. LH ist der Schlüssel für den Eisprung und die Corpus luteum-Bildung, die den Zyklus weiterführt. Östrogen hat vielfältige Aufgaben. Es baut das Endometrium auf, fördert die Durchblutung der Gebärmutter, macht den Zervixschleim durchlässig für Spermien und löst den LH-Peak aus. Progesteron stabilisiert das Endometrium in der Lutealphase, hemmt Uteruskontraktionen, um eine Einnistung zu ermöglichen, und erhöht die Körpertemperatur, was ein Zeichen für den Eisprung ist. In der Lutealphase von Tag 15 bis 28 produziert der Corpus luteum, wie bereits erwähnt, Progesteron und etwas Östrogen, was das Endometrium verdickt und in die sekretorische Phase überführt. Ohne Schwangerschaft sinken die Hormonspiegel, der Corpus luteum baut sich ab und die Menstruation beginnt von Tag 1 bis 5, bei der das Endometrium abgestoßen wird. Während der Menstruation sind LH und FSH niedrig, steigen aber wieder an, um den nächsten Zyklus einzuleiten. Der Zyklus ist ein perfektes Zusammenspiel von Hormonen, körperlichen Veränderungen und externen Einflüssen, und jede Phase ist einzigartig. Kommen wir nun zu einer detaillierten Reise durch die Phasen des Uteruszyklus. Der Uteruszyklus bereitet die Gebärmutter auf eine mögliche Schwangerschaft vor und umfasst 3 Phasen: die Menstruationsphase, die proliferative Phase und die sekretorische Phase. Um Wiederholungen zu vermeiden, konzentrieren wir uns auf Aspekte, die wir noch nicht ausführlich besprochen haben, wie die histologischen Veränderungen, die Rolle des Zervixschleims und die funktionelle Bedeutung jeder Phase. Die Menstruationsphase, von Tag 1 bis 5, beginnt mit dem Abbau der oberen Endometriumschichten, was zur Menstruationsblutung führt. Diese Phase ist durch leichte Uteruskontraktionen gekennzeichnet, die durch Prostaglandine verstärkt werden und das abgestorbene Gewebe ausstoßen. Der Zervixschleim ist in dieser Phase dick, trüb und bildet ein Schutzbarrierennetz, das die Gebärmutter vor Keimen abschirmt. Die Gebärmutter befindet sich in einem Ruhezustand, während die hormonelle Aktivität minimal ist, was die Regeneration des Endometriums vorbereitet. In der proliferativen Phase, von Tag 6 bis 14, verändert sich die Gebärmutter dramatisch. Die Endometriumzellen, insbesondere in der Basalschicht, beginnen sich zu teilen, und die Schleimhaut wird durch die Bildung neuer Blutgefäße und Drüsen dichter. Der Zervixschleim wird unter dem Einfluss von Östrogen klar, dehnbar und wässrig, eine Struktur, die oft als Spinnbarkeit bezeichnet wird und Spermien den Weg zur Eizelle erleichtert. Diese Phase ist entscheidend, um die Gebärmutter auf den Eisprung vorzubereiten, indem sie eine nährstoffreiche Umgebung schafft. Die sekretorische Phase, von Tag 15 bis 28, ist die Zeit der maximalen Vorbereitung auf eine Schwangerschaft. Das Endometrium wird durch die Sekretion von Glykogen und Lipiden aus den Drüsen schwammig und nährstoffreich, was eine Einnistung erleichtern würde. Die Blutgefäße im Endometrium bilden ein dichtes Netzwerk, das Spiralarterien genannt wird, um einen Embryo mit Sauerstoff und Nährstoffen zu versorgen. Der Zervixschleim verdickt sich wieder und wird zäh, um die Gebärmutter vor Infektionen zu schützen. Die Gebärmutter bleibt in einem stabilen Zustand, bereit für eine mögliche Schwangerschaft. Wenn keine Einnistung erfolgt, lösen sinkende Hormonspiegel den Abbau der Spiralarterien aus, was die nächste Menstruationsphase einleitet. Jede Phase des Uteruszyklus zeigt, wie präzise die Gebärmutter auf hormonelle Signale reagiert, um eine Schwangerschaft zu ermöglichen oder den Zyklus neu zu starten. Lasst uns alles in einer knackigen Zusammenfassung bündeln. Der Menstruationszyklus ist ein faszinierendes Zusammenspiel von Ugenese, Follikelentwicklung, hormonellen Signalen und dem Uteruszyklus, das den weiblichen Körper Monat für Monat steuert. Ohne die Details aus den vorherigen Folien zu wiederholen, hier die Essenz.
Die Ugenese produziert eine reife Eizelle, die durch präzise hormonelle Steuerung freigesetzt wird. FSH und LH orchestrieren die Follikelreifung und den Eisprung, während Östrogen und Progesteron die Gebärmutter auf eine Schwangerschaft vorbereiten. Der Uteruszyklus passt sich perfekt an, mit einer sich ständig verändernden Gebärmutterschleimhaut, die von der Menstruationsblutung über das Wachstum bis zur nährstoffreichen Vorbereitung für eine Einnistung reicht. Besonders spannend sind die feinen Anpassungen, wie die Veränderung des Zervixschleims von einer Schutzbarriere zu einer spermienfreundlichen Struktur und zurück, sowie die Rolle der Spiralarterien, die das Endometrium in der sekretorischen Phase versorgen. Die Körpertemperatur gibt uns Hinweise auf den Zyklusverlauf. Sie steigt nach dem Eisprung leicht an und bleibt in der Lutealphase erhöht. Externe Faktoren wie Stress oder Ernährung können diesen Rhythmus beeinflussen, was zeigt, wie sensibel und doch robust dieser Prozess ist. Der Zyklus ist ein biologisches Meisterwerk, das Leben ermöglicht. Das war's für heute, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt viel gelernt. Vergesst nicht, abonnieren, liken, die Glocke aktivieren und das Video teilen. Eure Unterstützung macht den Unterschied. Bleibt neugierig und bis zum nächsten Video. Tschüss.